Guter Service für mich ist, wenn die Anlagen stabil und zuverlässig im Alltag laufen. Was passieren kann, warum Schwankungen und Serviceanforderungen passieren, ist, wenn sich Prozessparameter beim Kunden ändern oder wenn Probleme auftreten an den Anlagen. Was wir an Serviceleistungen anbieten, ist zum einen, wir können per Fernwartung auf die Anlagen draufschauen, gucken, wenn es Probleme gibt oder wenn sich der Prozess geändert hat, dass wir es mal nachoptimieren können. Wir können unter anderem aber auch, wenn es Probleme gibt, die man nicht über die Ferne lösen kann, auch direkt zum Kunden fahren, dort Hilfestellung geben oder halt gucken, dass wir die Probleme beseitigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir dann zu einer jährlichen Wartung kommen und die Anlagen so einmal anschauen, dass sie dann halt wirklich zuverlässig wieder laufen. Man kann sie als Kunde auch schon zum Teil selber helfen, weil unsere Anlagen sehr kundenfreundlich aufgebaut sind. Wir haben zum Beispiel, wenn ein Fehler auftritt, gibt es halt auch einen Fehlermeldetext dazu, wo man dann halt schon mal Tipps drinstehen, wie man sich helfen kann. Aber auch die Dokumentation ist sehr umfangreich, sodass man sich eigentlich bei den meisten Sachen selber helfen kann. Genau, unsere Anlagen sind halt ausgelegt dafür, dass sie möglichst lange halten, zum Teil über 20 Jahre. Wenn es dann ein Kundenwunsch ist, können wir halt ohne Probleme später auch noch mal Teile der Anlage umbauen. Zum Beispiel sowas wie Schaltschränke tauschen wir auch, sodass wir dann wieder auf den neuesten Stand der Technik sind. Aber auch Teile von der Anlage oder so, wenn der Rest der Anlage gut ist, dass wir die Teile halt austauschen.